Hallo ihr Lieben, heute gibt es wieder ein Wunschrezept und zwar hat sich die liebe Hülya schon vor einiger Zeit ein Rosinenstrezel gewünscht. Dieses Gebäck ist auch als dänischer Kranzkuchen, Kopenhagener oder Wiener Bröt bekannt und besteht aus einem Plunderteig mit einer Füllung aus Marzipan und Rumrosinen. Die Rosinen sollte man am besten über Nacht, mindestens aber für einige Stunden einweichen. Das macht man für gewöhnlich mit Rum, aber ich nehme hier einfach heißes Wasser. Ihr könnt das natürlich ganz so machen, wie ihr es am liebsten mögt. Für die Marzipanfüllung nehme ich ein Eiweiß, 200 Gramm Marzipan und etwas Orangenabrieb. Je nachdem, wie weich das Marzipan und wie groß das Eiweiß ist, müsst ihr gegebenenfalls noch etwas Flüssigkeit zufügen. Ich nehme hier 2 Teelöffel Orangenblütenwasser, ihr könnt aber auch Milch oder Saft verwenden. Für den Kranzkuchen verwende ich hier meinen selbstgemachten Plunderteig, den ich vor kurzem auf meinem Kanal veröffentlicht habe. Da er aber recht anspruchsvoll in der Herstellung ist, empfehle ich euch für dieses Rezept einen fertigen Plunderteig oder Blätterteig zu nehmen. Den Teig rolle ich ungefähr 4 bis 5 mm dick aus. In meinem Fall entspricht das in etwa der Größe 25 x 30 cm. Wenn ihr fertigen Plunderteig verwendet, der dünner ist, dann könnt ihr einfach 2 Lagen übereinander legen. Auf dem Teig verstreiche ich nun die vorbereitete Marzipanfüllung und verteile darauf die eingeweichten Rosinen. Um die typische Kranzkuchenform zu erhalten, rolle ich den Teig nun von der langen Seite her möglichst straff auf und schneide die Rolle der Länge nach ein, und zwar so, dass die unterste Lage noch ganz bleibt. Wer möchte, kann die Rolle auch ganz durchschneiden und die beiden Stränge wie bei meinem Hefekranz umeinander schlingen. Damit das Gebäck eine schöne Farbe bekommt, bestreiche ich es noch mit dem übrig gebliebenen Eigelb, das ich mit einem Esslöffel Milch verrühre. Jetzt kommen noch einige Mandelblättchen oben drauf und dann muss der Teig so lange aufgehen, bis er sich sichtbar vergrößert hat. Nachdem der Teig aufgegangen ist, heize ich den Backofen zunächst auf 200 Grad Ober-Unterhitze vor und reduziere die Backtemperatur, nachdem ich das Gebäck in den Ofen gesteckt habe, auf 180 Grad. Je nach Backofen beträgt die Backzeit ca. 25 Minuten. Während der Rosinenstrezel abkühlt, erhitze ich 2 Esslöffel Aprikosenmarmelade und streiche diese über die gesamte Oberfläche. So bekommt der Kuchen einen schönen Glanz und trocknet nicht so schnell aus. Üblicherweise wird der Kopenhagener jetzt noch mit Fondant eingestrichen. Da dessen Zubereitung aber recht aufwendig ist, bestreiche ich ihn mit einem einfachen Zuckerguss aus Puderzucker und Zitronensaft.
Je nach Region werden die einzelnen Kranzkuchenstreifen an den Schnittkanten noch in Schokolade getaucht, aber darauf habe ich hier jetzt verzichtet. Der Kranzkuchen ist super saftig und richtig lecker. Alle, die Marzipan mögen, werden diesen Kuchen lieben. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!